Hallo zusammen, ich bin Hubertus, Produktmanager für Düngerstreuer hier bei Lemken. Heute möchten wir euch einmal zeigen, wie man ganz einfach mit unserem Prüfschalenset die Querverteilung unserer Düngerstreuer direkt im Feld kontrollieren kann. Für den Test brauchen wir lediglich unsere 4 Prüfschalen sowie unsere 4 Messbecher, wo wir dann hinterher aus jeder Prüfschale in einen Messbecher den Dünger einfüllen können und dann miteinander vergleichen können über die Skala hier, ob die Querverteilung passt. Und dann noch ein Maßband, wo wir anhand unserer Tabelle einmal schauen können, wo wir die Prüfschalen aufstellen müssen. Und das Ganze befindet sich innerhalb von einer halben Arbeitsbreite, die wir heute hier streuen möchten. Ich habe jetzt gerade einmal die halbe Arbeitsbreite hier mit dem Maßband abgestreckt. Das sind heute 13,50 Meter, weil wir auf 27 Meter streuen möchten. Und jetzt stelle ich einmal nur unsere Prüfschalen auf. Diese sind mit so einem kleinen Innenleben, mit so einem Gitter hier noch gefüllt, was man aber auch sonst rausnehmen kann. Das ist einfach nur dafür da, dass auch wirklich kein Düngerkorn mehr, wenn es reintrifft, wieder hinausspringt. Bei den Prüfschalen ist einfach nur wichtig, darauf zu achten, dass sie wirklich schön waagerecht zum Boden stehen, da es sonst natürlich das Arbeitsbild verfälschen würde. Einfach parallel zum Boden. Wir haben jetzt hier die Prüfschalen aufgestellt. Jetzt ist es nur noch wichtig, dass der Düngerstreuer optimal eingestellt ist, die Neigung passt, die Höhe passt und die Arbeitsbreite passt. Und dann möchten wir jetzt einfach mal gucken und fahren mal entlang. Wir müssen einmal die Fahrgasse hinunterfahren und einmal wieder hoch, dass wir dann auch wirklich die doppelte Überlappung in den Schalen dann auch haben. Und dann schauen wir mal, was wir hinterher als Ergebnis herausbekommen. Ja, wir haben jetzt hier gestreut und einmal den Test durchgeführt. Jetzt müssen wir natürlich nur noch schauen, wie das Ergebnis aussieht. Beim Streuen ist es auf jeden Fall wichtig, darauf zu achten, dass man die Ein- und Ausschaltzeiten des Düngerstreuers auf jeden Fall mindestens 50 Meter vor und nach den Schalen wählt. Dass man da auf jeden Fall mit einem gleichmäßigen Fluss, sage ich mal, die Düngerschalen bestreut und das auch mit einer konstanten Geschwindigkeit. Aber jetzt schauen wir mal, was das Ergebnis bringt. Genau, hier mit unserem Behältnis für die einzelnen Gefäße. Schön aus Stahl gefertigt, also relativ schwer, sodass man das auch alleine durchführen kann. Einfach irgendwo platzieren. So, den Dünger einfach jetzt mal schon mal in eine Ecke rieseln lassen. Wir haben jetzt hier die 4 Prüfschalen ausgewertet und einmal in die einzelnen Gefäße gefüllt. Anhand der Skalen kann man jetzt ganz gut sehen, dass sie ziemlich alle auf einem Niveau sind. Ein bisschen Toleranz ist immer. Gerade weil wir jetzt hier im Feld sind und nicht zum Beispiel in einer Prüfhalle. Wir haben jetzt hier den Test durchgeführt, sind mit dem Ergebnis sehr gut zufrieden. Heißt, die Querverteilung ist gegeben, wir können mit einem guten Gefühl weiter streuen. Wenn das jetzt nicht der Fall wäre, sollte man einfach nochmal die Einstellung überprüfen. Generell ist natürlich auch ein bisschen darauf zu achten, auf die örtlichen Gegebenheiten, dass nicht so ein starker Wind ist, wir nicht viel Hang haben, dass solche Sachen halt einfach ein bisschen berücksichtigt werden. Die Prüfschalen mit dem Set, was ich gerade gezeigt habe oder womit ich das durchgeführt habe, bekommt ihr natürlich bei uns bei Lemken. Damit könnt ihr jede Baureihe, jeden Düngerstreuer von euch einmal auf die Querverteilung überprüfen. Gebt dem Video gerne ein Feedback. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Falls ihr noch mehr von solchen Videos haben möchtet, gebt uns gerne Bescheid, liked das Video und sprecht uns sonst einfach gerne an. Wir streuen jetzt weiter und man sieht sich ja nächstes Mal.